Der letzte Spieltag vor der kleinen Winterpause in der Bundesliga steht an. 15. Spieltag, heute geht's los mit Bayern gegen Leipzig. Bevor wir dazu kommen, kurze Erinnerung, ihr habt noch Zeit bis 18 Uhr beim dritten Adventsgewinnspiel teilzunehmen. Wie das funktioniert, schaut da einfach mal unter dem entsprechenden Video. Jetzt geht's los mit Bayern gegen Leipzig. Bayern letzte Woche in Mainz verloren mit 2:1, ziemlich überraschend, sollen auch nicht gut gespielt haben. Es war klar, dass die Bayern auch mal irgendwann verlieren werden in der Liga. Dass es jetzt natürlich in Mainz passiert ist, hätte man jetzt nicht unbedingt damit rechnen können, aber in Mainz haben sie schon öfter schwierigere Spieler gehabt. Von daher möchten die natürlich gegen Leipzig nochmal einen Sieg zu Hause holen, die, ich möchte es ja gar nicht aussprechen, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gewonnen haben. Wieder, genau wie im Pokal, 2:1. Ja, Spiele in Leipzig sind für die Eintracht irgendwie kein Zuckerschlecken, da muss man jetzt auch nicht unbedingt hin. Naja, ihr kennt meinen Standpunkt zu diesem Verein, zu diesem Konstrukt, muss ich ja sagen. So, deswegen hoffe ich natürlich, dass die Bayern gegen Leipzig nochmal gewinnen, dass die Leipziger uns nicht noch mehr auf die Pelle rücken oder uns überholen. Es könnte aber auch ein Unentschieden werden. Ich glaube, also die Bayern wollen natürlich auch nochmal die Niederlage in Mainz wettmachen. Leipzig möchte vielleicht auch vor der Winterpause nochmal einen Sieg holen, aber ich glaube und ich hoffe, dass die Bayern das machen. Ich mache mal ein knappes 2:1, weil bei den Bayern, da sind jetzt auch schon wieder 2 Verletzte. Leimer soll wohl nicht 100% fit sein. Sascha Boey fällt auch aus. Also das Lazarett, das wird nicht weniger von den Bayern. Gucken wir mal, was sie gegen Leipzig machen. Am Samstag gibt es dann unter anderem das Rhein-Main-Duell. Ganz wichtig, weil viele immer meinen, Frankfurt gegen Mainz wäre ein Rhein-Main-Derby. Es ist kein Derby, es ist einfach ein Rhein-Main-Duell. Fertig. Nichts mit Derby. Frankfurt, gerade schon gesagt, in Leipzig verloren 2:1. Da merkt man auch, dass die Kraft bei einigen so ein bisschen raus ist und die Pause ziemlich gut tut oder hoffentlich gut tun wird. Dann mit Europapokal, viele Nationalspieler, Mamouche zum Beispiel, Ekitike, die waren ja bei jeder Länderspielpause waren die ja auch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Soll natürlich keine Ausrede sein, haben andere Mannschaften auch, ja, Nationalspieler und so weiter. Aber offensichtlich ist man jetzt am Zenit erstmal angelangt und muss die Kräfte wieder bündeln, um dann halt in der Rückrunde noch Gas zu geben. Mainz, die halt gerade schon erwähnt gegen die Bayern zu Hause gewonnen haben. Deswegen wird das auch nicht ganz so einfach. Die kommen auch mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen. Und Mainz ist auch immer sehr, sehr eklig zu bespielen. Es ist auch immer, merkwürdigerweise, immer kurz vor der Winterpause oder kurz vor Weihnachten, dass Frankfurt gegen Mainz spielt. Ob wir in Mainz spielen, ob Mainz bei uns spielt, das ist der DFL eigentlich ziemlich egal. Aber weiß ich nicht, warum sie das machen. Also ich hoffe natürlich auf einen Sieg von Frankfurt. Ich mache da nochmal ein 2:0. Ich glaube aber, das wird ein ziemlich enges Spiel. Es könnte auch ein Unentschieden werden oder eine Heimniederlage, was natürlich ja für die Stimmung ein bisschen doof wäre. Mit einer Niederlage rauszugehen aus dem Jahr, zumindest nicht verlieren, wäre ganz cool. Unter den ersten 4 bleiben wir ja auf jeden Fall. Also von daher war die Hinrunde schon mal ein ziemlich großer Erfolg. Also die 15 Spiele, es gibt ja noch 2 dann im nächsten Jahr in der Hinrunde. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Werder Bremen gegen Union Berlin ist dann das nächste Spiel. Bremen hat letzte Woche auch auf St. Pauli gewonnen. In Hamburg mit 2:0 durch Derek Köhn und Marvin Duksch. Schönes Tor von Duksch. Ja, und die Bremer, die spielen auch bislang eigentlich eine solide Hinrunde, stehen auch oben mit dabei. Wie gesagt, das ist ganz, ganz eng zusammen, dieses Feld um den Europapokalplatz oder die Plätze. Ich glaube, 5 oder 6 Mannschaften sind nur 2-3 Punkte auseinander. Das wird also auch noch ein Hauen und ein Stechen, wie ich immer so gerne sage, dann auch in der Rückrunde besonders. Und Union Berlin, die haben zu Hause 1:1 gegen Bochum gespielt. Das war ja ziemliches Skandal, dieser Nicht-Angriffspakt dann in letzter Minute, als Riemann, nee, es war gar nicht Riemann, wer war denn im Tor? Dreves, glaube ich, ein Feuerzeug gegen den Kopf bekommen hat oder gestriffen wurde. Ich möchte jetzt da niemandem was unterstellen, keine Ahnung, war schon ein bisschen dubios, dass sie dann natürlich so einen Nicht-Angriffspakt gemacht haben. Ob es jetzt richtig war oder nicht, schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Es wurde dann noch zu Ende gespielt, aber es wird doch noch irgendwie vor Gericht entschieden. Vielleicht kriegt Bochum ja im Nachhinein doch noch die 3 Punkte. Muss man sich mal überlegen, da spielen sie 14 Spiele lang, den größten Mist zusammen, holen nicht einen einzigen Sieg, nur um dann eventuell am Ende am grünen Tisch die ersten 3 Punkte der Saison zu kriegen. Den ersten Sieg, das wäre auch ziemlich kurios, würde so in die Bochumer Saison reinpassen bislang. Und ich glaube, dass die Bremer das zu Hause fortsetzen, dass die doch nochmal zu Hause auch im letzten Spiel gewinnen. Die sind momentan echt gut drauf. Und warum sollen die das nicht gegen Union Berlin fortführen, die ziemlich ekligen Fußball spielen, die den Union-Fußball von Urs Fischer jetzt so ein bisschen auch übernommen haben wieder. Also, oder ein Unentschieden. Jetzt gehen wahrscheinlich alle von einem Bremen-Sieg aus und es geht unentschieden aus oder Union gewinnt. Ich mache ja auch mal einen knappen Heimsieg, auch mal ein 2:1 für Werder Bremen und dann schauen wir mal,
ob sie das Ding auch ziehen werden. Nächste Partie ist Hoffenheim gegen Gladbach. Die Hoffenheimer haben am Sonntag in Dortmund in letzter Sekunde noch ein 1-1 geholt durch Brun Larsen. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, weil die Hoffenheimer, das verläuft auch so ein bisschen in eine Berg- und Talfahrt. Unter ihrem neuen Trainer spielen nicht schlecht, so was ich jetzt lese. Ich gucke ja jetzt nicht von 18 Vereinen jedes Spiel. Also ich lese ja meistens nur dann immer den Live-Ticker oder gucke mir die Highlights an. Und daraus muss ich halt jetzt hier irgendwie meine Expertise zusammenkriegen. Von daher nicht wundern über manche Aussagen. Genau, europäisch müssen sie auch noch zulegen. Dann im nächsten Jahr haben ja dann auch noch 2 Europa-League-Spiele. Gladbach auf der anderen Seite hat zu Hause Holstein Kiel geschlagen mit 4:1. Gut, Holstein Kiel, ohne jetzt respektlos zu klingen, die sind so eine Art Schießbude der Liga. Ein sicherer Punktelieferant für einige, außer für Heidenheim. Die haben bei Kiel verloren. Tja, und deswegen sehe ich da auch die Gladbacher momentan ein bisschen oder ein Stück weiter vorne als Hoffenheim. Auch Gladbach ist natürlich, wie gesagt, viele andere Mannschaften noch oben mit dabei und die können auch sich irgendwie fürs internationale Geschäft qualifizieren. Warum denn nicht? Allein vom Fanaufkommen her bei den Auswärtsfahrten, da wäre bei Gladbach auch immer schön was los. Tja, oder ist das ein Unentschieden? Ich glaube, das ist mein erstes Unentschieden. Habe ich jetzt so als ersten Gedanken gehabt. Ja, Gladbach wird wahrscheinlich auch gut mitspielen. Hoffenheim will zu Hause auch nochmal sich siegreich von ihren Fans verabschieden. Von daher gibt es aus meiner Sicht ein 1:1. Mit dem VfB Stuttgart gegen St. Pauli geht es dann weiter. Die Stuttgarter haben im Derby in Heidenheim mit 3:1 gewonnen. Am Ende dann ziemlich souverän. Ja, besonders in der zweiten Halbzeit haben sie das Ganze dann souverän runtergespielt für Heidenheim. Das ist halt die verflixte zweite Saison, habe ich schon mal erwähnt, mit Europapokal. Die kommen jetzt auch an ihre Grenzen und ich glaube, da wird es auch Zeit, dass mal Winterpause ist. Vielleicht verstärken sie sich ja zum nächsten Jahr, zur Rückrunde dann auch. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da passiert. St. Pauli hat zu Hause gegen Bremen verloren. Auch St. Pauli, ähnlich wie Kiel, ähnlich wie Heidenheim, die werden bis zum Schluss unten drinne stecken. Spielen auch, ich habe das Spiel gegen Bremen zum Beispiel geschaut, auch phasenweise gar nicht schlecht. Das sieht sehr gefällig aus bis zum Strafraum und dann hapert es so ein bisschen an der glasklaren Chancenerarbeitung. Also da sind auch schon ein paar Chancen mit dabei, aber jetzt nichts Zwingendes. Und deswegen glaube ich, dass die Stuttgarter das machen werden. Wahrscheinlich ist das die Überraschung des Spieltags und St. Pauli wird in Stuttgart 2:0 gewinnen. Wenn das passieren sollte, ihr habt es zuerst gehört, ich mache trotzdem Sieg für die Stuttgarter, ein klares 3:0. Würde ich jetzt einfach mal so rausrotzen, weil, wie gesagt, von der Qualität her müssen das die Stuttgarter eigentlich machen. Aber hört meine Worte, merkt euch meine Worte, das wird die Überraschung des Spieltags eventuell. Holstein Kiel gegen den FC Augsburg, dann das letzte 15:30 Uhr Spiel für dieses Jahr, an einem Samstag. Holstein Kiel in Gladbach verloren, 4:1. Ja, die haben so richtig Fuß noch nicht gefasst in der Bundesliga. Ich befürchte leider, und das soll jetzt wie gesagt ohne irgendwie respektlos zu klingen, ich glaube, das könnte so ein Ende nehmen wie Darmstadt oder auch wie Greuther Fürth seinerzeit. Die sind ja auch sang- und klanglos wieder in Liga 2 abgestiegen, weil es halt auch einfach irgendwann an der Qualität hapert. Also Holstein Kiel, die spielen bestimmt gut mit, die spielen sich auch bestimmt ein paar Chancen raus, schießen ja auch ab und zu mal ein Tor, aber im Grunde genommen war das von Beginn an klar, dass Holstein Kiel und auch der VfL Bochum und St. Pauli, dass die natürlich auch unten mitspielen werden, gerade die Aufsteiger. Und ich glaube bei Holstein Kiel, die wie gesagt in Gladbach verloren haben, das wird auch gegen Augsburg zu Hause sehr, sehr schwer. Die aber auch zu Hause gegen Leverkusen verloren haben mit 2:0. Ist natürlich doppelt ärgerlich gewesen, dass die Eintracht eine Woche vorher denen einen Punkt geschenkt hat im Grunde. Aber jetzt ist die Frage zum Abschluss der Hinrunde. Vielleicht raufen sich da nochmal zusammen, sowohl Augsburg als auch Kiel. Aber ich habe noch keinen Auswärtssieg. Und bei den nächsten Spielen weiß ich auch gar nicht, wo ich da einen Auswärtssieg machen sollte. Ja gut, Bochum-Heidenheim vielleicht, aber das ist auch sehr trügerisch. Mache ich da einen Auswärtssieg? Ich mache da mal einen Auswärtssieg. Ich mache da auch mal ein knappes 3:2 oder ein klares 3:1. Wir machen mal ein knappes 3:2. Komm. Ich gönne den Kielern auch nochmal ein paar Tore. Vielleicht ausgerechnet gegen Augsburg zu Hause. Gibt es auch nochmal einen persönlichen Jahresabschluss. Ja, das Jahr für Kiel war ja sensationell mit dem Aufstieg. Erstes Mal Bundesliga. Von daher ist für die jedes Spiel ein Highlight. Und ich vermute, dass Augsburg das machen wird. Das letzte Topspiel dann am Samstagabend ist Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. Leverkusen in Augsburg gewonnen mit 2:0. Die sind jetzt auch wieder näher dran an den Bayern. Haben den Patzer genutzt von letzter Woche. Das heißt, sie sind jetzt nur noch, jetzt habe ich die Tabelle nicht im Kopf, 4 Punkte, 5 Punkte, 4 Punkte sind es, glaube ich, nur noch hinter den Bayern. Wird also auch noch sehr, sehr spannend. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Zweikampf, einen Dreikampf am Ende der Saison. Wer weiß es schon. Am Ende machen es dann wahrscheinlich wieder die Bayern. Wir gucken mal. Die Freiburger haben gegen Wolfsburg zu Hause auch ganz knapp 3:2 gewonnen.
haben ja eigentlich souverän 3-0 geführt, haben es dann nochmal ein bisschen spannender machen lassen, als es ihnen ja lieb war. Und jetzt in Leverkusen. Ich glaube, da sah Freiburg auch die letzten Jahre nicht gut aus. Ich habe jetzt die genauen Ergebnisse nicht im Kopf, aber normalerweise ist das auch ein Spiel, was Leverkusen nochmal für sich entscheiden sollte, entscheiden wird, gehe ich von aus. Ich müsste auch mal eine Überraschung tippen, aber ich wüsste nicht wo. Also vielleicht Leipzig in München, dass die da einen Punkt tun oder sogar gewinnen. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass Freiburg in Leverkusen was holt, ist auch wahrscheinlich, gar keine Frage. Die spielen auch guten Fußball. Aber ich schätze Leverkusen in der Hinsicht ein bisschen souveräner ein als Freiburg. Wird auch ein knappes Spiel. Auch nochmal ein torreiches Spiel. Ich mache mal hier ein 3:2. Also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass auch die Freiburger da ein bisschen mehr zu bieten haben. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Am Sonntag dann noch Bochum gegen Heidenheim und Wolfsburg gegen Dortmund. Bei Bochum gegen Heidenheim, ja, das ist halt das Duell des Tabellen 18. oder 17. gegen den 16. Ja, der VfL Bochum, habe ich gerade schon mal erwähnt, bei Union Berlin 1:1 gespielt. Diese unrühmliche Szene in letzter Minute, wo dann das Spiel, glaube ich, knapp 20, 25 Minuten unterbrochen war. Dann die Spieler nochmal rausgekommen sind für 3 Minuten, um sich einfach den Ball hin und her zu schieben, um das Spiel halt auf den Platz zu Ende zu bringen. Und jetzt muss halt vor Gericht entschieden werden. Vielleicht ist das Urteil auch schon draußen, wenn das Video hier draußen ist. Ich weiß es nicht. Dass Bochum doch noch 3 Punkte am grünen Tisch bekommt, das ist ja möglich. Möglich ist auch ein Wiederholungsspiel. Ja, ich sag mal so, Idioten hast du immer. Du wirst unter 20.000, 30.000, 40.000 vernünftigen Leuten, findest du immer 3, 4 Leute, die da einfach hingehen, um Krawall zu machen. Da müssen halt die anderen Leute drumherum das rechtzeitig merken und die dann dementsprechend ausfindig machen und so Leute einfach rausziehen aus dem Verkehr. Stadionverbot auf Lebenszeit. Nur so, glaube ich, kannst du dagegen angehen. Du wirst es nie ganz verhindern können, weil es halt absolut traurig ist und schade ist, dass du heutzutage nicht mehr sicher ins Stadion gehen kannst aufgrund von solchen Vorkommnissen oder von irgendwelchen anderen Sachen. Gut, zurück zum Sportlichen. Heidenheimer zu Hause gegen den VfB verloren im Derby. Die haben es halt auch richtig, richtig schwer. Da wünsche ich den Heidenheimern halt auch alles Gute. Dann für die Rückrunde, dass die sich irgendwie auf Platz 15 oder 14 retten. Tja, aber ist das dann ausgerechnet die Möglichkeit für Bochum? Ich habe die letzten Spiele auch immer auf Bochum getippt. Ich glaube, aller guten Dinge sind 3. Ich mache es jetzt noch ein letztes Mal. Ich werde jetzt nochmal auf den VfL Bochum tippen, auch ganz knapp mit 2:1. Ich weiß gar nicht, wie die 2 Tore schießen wollen. Aber das wäre dann nochmal vielleicht eine Initialzündung dann für den VfL, mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen, um dann nächstes Jahr neu anzugreifen, ja, auf Platz 15, 16 oder 14, je nachdem. Schauen wir mal. Und das letzte Spiel des Jahres dann in der Bundesliga, 17:30 Uhr, der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Die haben sich ja auch im DFB-Pokal schon mal getroffen vor ein paar Wochen. Da hat Wolfsburg dann 1:0 nach Verlängerung gewonnen. Die haben letzte Woche in Freiburg verloren. Schönes Tor von Swanberg war das, glaube ich, ne? Fallrückzieher. Da kann man auch mal quer in der Luft liegen. Das war schön gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, Wolfsburg ist auch wieder besser in der Liga drin, stehen auch oben mit dabei, haben auch den Kontakt zu den internationalen Plätzen nicht verloren. Dortmund in letzter Sekunde das 1:1 kassiert gegen Hoffenheim. Das war auch so ein stetiges Auf und Ab. Jetzt ist Dortmund, glaube ich, nur noch 7. oder 8. Stand der Aufnahme. Also auch die haben nicht die ideale Hinrunde gespielt. Natürlich, da muss auch einiges passieren. Die haben natürlich auch viele Verletzte, muss man auch dazu sagen. Ne, die konnten auch nicht immer ihre beste Elf spielen lassen. Ja, aber da ist ja schon bei Dortmund seit Jahren. Also die spielen gut, sind auch oben immer mit dabei, haben dann mal den einen oder anderen Ausreißer. Dann denkst du mal, oh, jetzt haben sie eine Truppe für die Meisterschaft. Dann wäre es ja vor 2 Jahren fast, oder hätte dann geklappt, beziehungsweise, ja, vor 2 Jahren hätte es dann fast funktioniert. Aber hat dann nicht ganz so geklappt. Da war irgendwas im Mai gegen Mainz zu Hause. Na gut. Und jetzt in Wolfsburg das letzte Spiel wollen sie natürlich auch nochmal erfolgreich gestalten. Und das wird, glaube ich, mein 2. Auswärtssieg. Ich glaube, ich weiß nicht, wie Dortmund das schaffen will. Irgendwie werden sie es schaffen. 2:0 für Dortmund, das letzte Spiel dann in diesem Jahr. Ich speichere meine Tipps und wir gucken hier auch nochmal ein letztes Mal auf die Gesamtübersicht. Da wird es oben jetzt ein bisschen enger. Der Cem hat nämlich ein paar Plätze verloren. Wenn ich jetzt mal auf Spieltag 15 gehe, da hat noch bislang keiner getippt. Also nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, der Cem hat nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den Rass. Habt ihr gerade gesehen, 20 Punkte hat er geholt. Dann Bergmann, SG Tobi, Musiklos, auch glaube ich neu oben mit dabei. Es wird enger. Und das ist genau das Schöne und was das Ganze halt auch ausmacht, ne? Wenn es bis zum Schluss wirklich spannend ist, wenn jeder Tipp hier entscheiden kann. Platz 24, aber wie gesagt, ich habe nur wenig Punkte Rückstand nach oben. Man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich möchte mich bei euch erstmal bedanken, weil hier geht es erst weiter im Jahr 2025 mit dem
mit den Tipps dann zum 16. Spieltag. Da können wir ja auch mal kurz schon mal vorausblicken. Am 10. Januar geht es dann los mit Dortmund gegen Leverkusen unter anderem. Wir haben St. Pauli gegen Frankfurt, wir haben Gladbach gegen die Bayern, schönes Spiel. Freiburg, Kiel, Hoffenheim, Wolfsburg ist halt auch mit dabei. Genau, also dann wird es die Tipps am 10. Januar wieder geben, 2025. Ich wünsche euch von hier aus schon mal schöne Weihnachten, schönes entspanntes Weihnachtsfest, viel Gesundheit für euch und eure Familien. Aber bis zum Jahresende, da kommen ja noch ein paar Videos, ne? Guten Rutsch dann schon mal, aber das ist auch noch ein bisschen zu früh. Na gut, also, das war's. Viel Glück für eure Mannschaften nochmal, für eure Tipps für den letzten Spieltag dieses Jahres. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder bei meinen nächsten Videos und auch beim Silvester-Special und hast du nicht gesehen. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.